Hallo, heute sind wir im Grünen Zoo Wuppertal. Das Vogelhaus im Grünen Zoo Wuppertal hat neben der Freiflughalle auch wunderschöne Volieren hinter Glas, wo man kostbaren Vögeln sehr, sehr nahe kommen kann und sie sehr gut beobachten kann. Übrigens Vögel, die man vor einiger Zeit noch auch im hiesigen Heimtierhandel häufiger gesehen hat, die aber seit den Reglementierungen nicht mehr importiert werden. Und leider, muss ich sagen, haben sowohl die zoologischen Gärten als auch die Privathalter früher darauf verzichtet, hinreichende Erkenntnisse in der Nachzucht dieser Tiere zu gewinnen, was ich heute recht. Ein Beispiel ist die Chamadrossel, die wir hier sehen, die aus einem Altvogel zusammen mit dem Jungtier, die sich hier auch sehr gut fortpflanzt, wie man sieht. Der Jungvogel ist jetzt gerade ausgeflogen, ist knapp 2 Wochen alt, ist im sogenannten Ästlingstadium, wird also von den Eltern noch versorgt. Also es klappt sehr gut, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Chamadrosseln früher allerorten bis hin im Heimtierhandel zu sehen waren, ähnlich wie in der Anlage nebenan der chinesische Sonnenvogel, die China-Nachtigall oder der chinesische Sonnenvogel, der früher auch analog Kanarienvögeln fast zu erwerben war und den es heute nicht mehr gibt, kaum noch gibt, vor dem Hintergrund, dass es nicht genügend Einrichtungen gibt, die in der Lage sind, die nachzuzüchten. Ich glaube auch, dass da sowohl die modernen zoologischen Gärten, analog Wuppertal, die ja sehr gute Erfolge haben, da noch nachlegen können. Und auch, dass im Sinne von Citizen Conservation auch gut motivierte und engagierte Privatliebhaber sich dort ganz gewaltig engagieren können in diesen Bereichen, weil es gilt natürlich für diese Arten Reservepopulation zu schaffen. Zumal für Arten, die jetzt von der EASA im Jahre 2017, also vor 5 Jahren ist es gewesen, aufgenommen worden sind als Flaggschiffarten für die Silent Forest Kampagne. Da geht es schwerpunktmäßig um südostasiatische Vogelarten, wie die Chamadrossel, wie den Beo, wie die Java-Buschelster, wie den Bali-Star, die in der Natur sowohl durch Lebensraumzerstörung als viel mehr noch durch Wegfang für den Privattiermarkt gefährdet sind und die wirklich teilweise am Rand der Ausrottung inzwischen sind. Der Bali-Star ist ja bekannt, dass im kleinen Bali-Barat-Reservat auf der Insel Bali nur etwa ein Dutzend der Tiere noch lebt, die auch immer wieder im Sinne einer Bestandsstützung aus Nachzuchttieren nachgesetzt werden muss, aufgefrischt werden muss, die Freilandpopulation, weil dort immer noch Tiere illegal weggefangen werden. Weil jetzt kommt der Punkt, das hat durchaus mit einem gewissen Neureichentum, einer Wohlstandsverwahrlosung, einem Neureichentum in Südostasien zu tun. Menschen, die zu Wohlstand kommen, suchen, das kennen wir von uns, irgendwie Prestigeobjekte, was auch nicht im Sinne des Umweltschutzes nicht immer gut ist, egal ob ich einen Porsche fahre oder eine Segelyacht habe oder eine Motoryacht habe, erst recht. Und in Asien ist die Motoryacht dann eben, ist der Erwerb immer kostbarer werdender, seltenerer Singvögel, die teilweise zu regelrechten, traditionell eigentlich schon zu regelrechten sportlichen Gesangswettbewerben genutzt werden und dann leider auch missbraucht werden, weil die Tiere nicht vermehrt werden in menschlicher Obhut, sondern weil sie immer wieder nachgefangen werden und teilweise in entsetzlich kleinen Holzkäfigen auf Balkons und dergleichen ihr Dasein fristen müssen. Die Silent Forest Kampagne der europäischen Zoos im Zooverband der EASA zielt darauf ab, dass die Besucher hierzulande sensibilisiert werden, dass Spenden eingeworben werden, die den Freilandschutzprojekten auf den Sunda-Inseln im südostasiatischen Raum zugutekommen, in den Arealstaaten dieser Vögel zugutekommen, sodass es im Sinne One-Plan-Approach durch Kombination von Ex-situ-Nachzucht und Umweltbildung in Einrichtungen, die die Tiere in menschlicher Obhut halten, bis hin eben zu Freilandschutzmaßnahmen vor Ort dafür gesorgt werden kann, dass diese letztlich hunderte betroffenen Vogelarten
und ihre Ökosysteme nicht durch Entnahme zusätzlich gefährdet werden. Ich darf und muss leider daran erinnern, dass natürlich diese Arten auch durch die fortschreitende Regenwaldzerstörung immer gefährdeter sind. Wir müssen uns vor Augen führen, alle 5 Sekunden holzen wir 4 Fußballfelder ab. Das ist wahnsinnig viel Waldverlust, was uns ja jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Klimakrise auf die Füße fällt. Ich möchte aber gerade hier bei den Chamadrosseln, in diesem schönen kleinen Ästling dort, mit dem Papa hier über mir da sitzen haben, möchte ich auf die naturschutzpädagogische Bedeutung eingehen, die zoologische Gärten auch für die Vogelwelt hierzulande haben. Was man hier sehr gut beobachten kann, wenn Papa den Ästling, den vor kurzem ausgeflogenen, etwa 2 Wochen alten Jungvogel füttert, ist ein Phänomen, was wir in unserer heimischen Vogelwelt in jedem Frühjahr und in jeder Brutsaison sehen können. Jungvögel, unsere Singvögel, Amsel, Drosselfink und Star, Meise, verlassen ihr Nest im Ästlingstadium. Die sind noch von den Eltern abhängig. Sie sitzen dann, wie dieser Jungvogel auch, im halbhohlen Gestrüpp oder am Boden und stoßen Bettellaute aus, mit denen sie ihren Eltern in Verbindung sehen. Ein Problem ist, wohlmeinende Tierfreunde sehen dieses kleine, scheinbar verlassene Jungtier, sammeln es ein, versuchen es mit Brotkrumen oder sonst was oder Mehlwürmern, was auch nicht so gut ist, über Wasser zu halten, kidnappen es praktisch von den Eltern weg. Und selbst wenn die Tiere dann im Glücksfall in einer anerkannten Auffangstation landen, dann ist es so, dass die elterliche Pflege, die natürliche Pflege durch menschliche Tierpflege nicht ersetzt werden kann. Das heißt, die Sterblichkeitsrate ist dann sehr groß. Deswegen der dringende Appell an alle Vogelfreunde, an alle Naturfreunde: Wenn ihr junge Vögel draußen sehen lässt, die schon bereits gefiedert sind wie dieser Jungvogel, die aber noch betteln, lasst sie sitzen. In der Regel kommen die Eltern zurück und versorgen die Tiere. Natürlich nicht, wenn ich 1,5 Meter daneben stehe. Und sollten die Tiere irgendwo gefährdet sitzen, zum Beispiel am Straßenrand, dann kann ich diese Jungvögel auch aufnehmen, behutsam, und sie einige Meter entfernt ins Gebüsch setzen, wo sie besser geschützt sind. Da sie durch die Bettelrufe mit den Altvögeln in Verbindung stehen, werden sie auch weiter von ihren Eltern versorgt, weil Kidnapping sollte auch in der Vogelwelt heute out sein. Die Ästlingsproblematik, die wir gerade schon bei der Chamadrossel besprochen haben, sieht man auch sehr gut hier bei den Rotkappen-Fruchttauben aus Neuguinea, stammt zum Glück auch zurzeit noch nicht gefährdet, die ja wie andere Vogelarten auch dank der Expertise der erfahrenen Tierpfleger hier im Grünzoo Wuppertal sich sehr gut fortpflanzen. Man sieht hier aber auch, diese kleine Taube ist etwa vor 2 Wochen ausgeflogen und ist ähnlich im Ästlingstadium, wie wir es gerade bei der kleinen Chamadrossel gesehen haben. Das gilt für unsere heimischen Ringeltauben zum Beispiel genauso. Die sitzen in dem Stadium auch im Gebüsch irgendwo, vielleicht auch am Boden, und werden von den Eltern weiterversorgt. Wie gesagt, dringender Appell an alle Tierfreunde: Jungvögel möglichst sitzen lassen oder aber, wenn sie am Gefahrenpunkt sind, einige Meter entfernt auf Seite setzen. Übrigens die Geruchsproblematik, die bei Säugetieren eine Rolle spielt, dass ich keine kleinen Feldhasen oder keine kleinen Rehkitze anfassen darf, weil die Eltern sich am menschlichen Geruch stören könnten, die gilt für die Vögel nicht. Die Vögel sind eher akustisch und optisch orientiert und werden sich am menschlichen Geruch nicht stören. Das heißt, man kann Jungvögel anfassen, auf Seite setzen, aber bitte nicht aus der Natur entfernen. Aber nochmal zurück zu den wunderschönen tropischen Vögeln hier im Vogelhaus des Grünzoo Wuppertal. Es ist ganz, ganz toll, dass die Nachzucht mit vielen Arten bis hin zum eindrucksvollen Felsen und Hahn hier bereits gelungen ist. Und wir wünschen natürlich den Kollegen hier weiterhin viel, viel Erfolg mit diesen sogenannten Zärtlingen. Wie Sie wissen, wir im Loro-Park züchten ja Papageienarten sehr erfolgreich und können dort auch inzwischen über sehr, sehr gute Erfolge inklusive des In-situ-Naturschutzes berichten. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch mal in unsere Playlist über den Grünen Zoo Wuppertal.